Hallo zusammen, traumhaftes Wetter heute, 25 Grad werden es und ich werde heute eine Testfahrt mit Enzo, mit meiner Lambretta G350 machen, denn es gibt eine ganze Menge zu testen. Ich habe ja ein paar Sachen jetzt angebaut, habt ihr vielleicht in den letzten Videos gesehen. Vorne das hohe Windschild, hinten eine Topbox von Givi und da muss man natürlich jetzt mal schauen, wie ist das Fahrverhalten. Funktioniert das alles so? Ist die Höhe der Scheibe in Ordnung? Des Weiteren noch zwei weitere Sachen. Ich habe die Original-Vario-Rollen wieder eingebaut, weil mit den Tech-Pullis hatte ich irgendwie ein bisschen schlechte Erfahrungen, was den Verbrauch angeht. Das möchte ich heute jetzt noch mal testen. Das heißt, wie ist jetzt der Verbrauch mit den Originalrollen, wenn ich mal eine längere Strecke fahre. Und ich habe die Stoßdämpfer noch mal anders eingestellt. Ich hatte die vorher auf niedrigster Stufe. Das war vom Federungskomfort für mein Gewicht jetzt nicht so gut. Ja, ich habe jetzt vorne auf Stufe 3 eingestellt, hinten auf Stufe 4 und werde jetzt mal sehen, ob das besser ist, als wenn ich auf Stufe 1 fahre, ob da der Federungskomfort ein bisschen besser ist. Weil man muss natürlich ganz klar sagen, sind 12 Zoll Räder, ist ein tolles Fahrwerk und funktioniert super. Aber bei meiner Tour und bei Rückenproblemen, ja, da muss man schon gucken, dass man das Optimale rausholt. Von daher heute mit meinem SW Motech Sitzkissen natürlich wieder mit dabei. Das benutze ich ja immer bei langen Touren, das teste ich heute auch nochmal. Und dann die Stoßdämpfer noch mal ein bisschen anders eingestellt. Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, was die Umbaumaßnahmen angeht. Da kommt noch ein bisschen was. Und eine Sache könnt ihr hier schon sehen. Ich habe hier hinten eine Tasche drauf. Das ist die Tasche, die normalerweise in der Topbox hinten ist. Genau dasselbe habe ich bei meinem Zontes auch gemacht. Ich habe einfach manchmal, wenn das Wetter das zugelassen hat, die Tasche rausgenommen aus der Topbox, die ist dann leer, dann ist das Gewicht auch nicht mehr so weit hinten, sondern ein bisschen mehr in der Mitte des Fahrzeugs. Und der Riesenvorteil ist, man hat eine Rückenlehne. Und das macht gerade bei Rückenproblemen, glaube ich, eine Menge aus. Also eine Menge Sachen, die heute mal getestet werden, wird eine schöne Fahrt, hoffe ich. Und bei dem Wetter, was soll schief gehen? So, dann wollen wir mal los. Wird schon richtig schön warm jetzt, also schon weit über 20 Grad. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Tasche hinten drauf, Topbox, großes Windschild. Es kommt noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt hier noch so einen kleinen Gepäckträger unten drin montiert. Da kommt dann noch ein Rucksack rauf. Vorne noch ein bisschen was, eine Tasche. Und dann sollte das reichen für die Fahrt. Ja, wie ihr seht, ich habe neue Spiegel dran. Die originalen Runden habe ich abgemacht, weil ich finde, so eine ovalen passen irgendwie besser zu der Form der Lambretta. Integriert sich so ein bisschen und man hat ein größeres Sichtfeld in den Spiegeln hier als in den Runden. Ja, Nachteil bei so einem hohen Windschild ist natürlich, wenn es richtig heiß ist, ihr kriegt kaum noch Fahrtwind ab. Also es kommt natürlich schon noch ein bisschen hier durch, gerade bei der Meshjacke, das ist super. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt dann mal regnet oder kalt ist in den Alpen, dann hat man natürlich hier einen schönen Windschutz und ist da vor Wind und Wetter geschützt. Ja, also so eine hohe Scheibe ist jetzt nicht jedermanns Sache. Das muss man wirklich mögen. Ist auch immer sehr größenabhängig. Ich bin 1,88. Wenn ich jetzt gerade sitze, gucke ich knapp oben rüber. Das ist natürlich wichtig, wenn es regnet, kann es sein, dass man durch die Scheibe nicht mehr so viel sieht. Von daher ganz wichtig, dass man rüberschaut. Ich hatte das damals bei meiner Vespa ja so gemacht, da habe ich mir die ja gekürzt und oben so um, glaube 10 cm abgeschnitten. Bei der hier weiß ich noch nicht, das werde ich heute mal testen. Ob die so wie sie ist gut funktioniert oder ob ich da vielleicht noch irgendwas kürzen muss. Aber im Augenblick geht's. Kann gut drüber schauen, wenn ich gerade sitze. Und das ist wie gesagt wichtig, dass wenn ihr im Regen fahrt oder nachts, dass man dann wirklich nicht durch mehrere Scheiben durchguckt, also die und das Visier, sondern dass man drüber schauen kann. Visier kann man abwischen, das hier nicht. Wird schwierig. Aber ansonsten hält die natürlich gut den Wind weg. Also ich merke jetzt hier schon noch ein bisschen was. Also das ist ganz gut, dass ich jetzt so eine Meshjacke anhabe. Da merkt man sofort, wo noch Wind ankommt. Also hier am Außenbereich kriege ich noch schön Lüftung vom Fahrtwind ab. Das ist angenehm. Auch hier an der Seite kommt noch ein bisschen was rein. Also die wichtigsten Stellen haben noch Luftzirkulation. Und was für mich ja auch immer wichtig ist, warum ich eine Scheibe fahre, ist die Geräuschkulisse. Denn wenn man ein Mikrofon am Helm hat, natürlich ist dann jeder Wind, den man von vorne abkriegt, ein bisschen hinderlich, weil das kann extreme Nebengeräusche am Helm geben und ihr wollt mich ja gut verstehen bei der Reise. Also von daher ist das Windschild nicht nur als Wind- und Wetterschutz, sondern auch für meine ganzen Tonaufnahmen, dass man da ein bisschen Ruhe dahinter hat. Ist ein bisschen tiefer als das hohe von Vespa. Bei Vespa guckt man komplett durch. Hier kann ich tatsächlich noch drüber schauen. Wenn ich jetzt mein Luftkissen noch ein bisschen mehr aufpuste, dann komme ich noch einen Tick höher und dann gucke ich komplett drüber. Passt also. Ich glaube, das kann ich wahrscheinlich so lassen. Ja, wenn es dann natürlich ein bisschen windig ist, so wie jetzt, dann ist das natürlich ein Segel, ne? Also da muss man aufpassen. Denkt dran,
wenn da Seitenwind ist oder Frontwind. Man ist da deutlich empfindlicher als ohne Windschild, weil das ja auch am Lenker dran hängt, nicht an der Karosserie. Also da ist schon Vorsicht geboten bei Wind. Gerade bei diesem großen Segel ist meistens ja eher was für nicht so hohe Geschwindigkeiten und für die Stadt. Aber ich bin es gewohnt, damit zu fahren und von daher kenne ich das schon, wie sich das auswirkt. Aber immer dann denken, das kann ganz schön schlackern, wenn es den Wind gibt. Ja, und ansonsten, wenn ich mich jetzt so ein bisschen gemütlich hinsetze, schaue ich durch. Dann ist es auch extrem ruhig am Helm, das ist sehr angenehm. So, mit der Tasche, die hinten auf dem Sozis sitzt, das ist gut. Also wenn ich mich jetzt hier so reinlege, ist es sehr angenehm, entlastet dann schön die Wirbelsäule. Also das werde ich, glaube ich, bei der Tour auch wieder machen. Und einfach dann hinter mir festschnalle auf der Sitzbank. Und dann kann man sich da schön mit dem Lendenwirbelbereich reinstützen. Das entlastet dann nochmal die Wirbelsäule. Also das ist ein ganz guter Trick, wenn ihr eine Tasche mitnehmt, vielleicht nicht auf dem Gepäckträger hinten. Wenn ihr allein fahrt, macht ihr einfach auf dem Sozis-Sitz und dann könnt ihr euch da anlehnen. Hat natürlich den Nachteil, wenn ihr tanken müsst, muss man das Ganze abschneiden, aber egal, für den Fahrkomfort kann man das schon mal machen. So, was die Rollen angeht, da merkt man schon einen Unterschied. Also die Drehzahlen sind doch um einiges niedriger. Ich schätze mal so 400, 500 Umdrehungen werden es weniger sein als bei den Tech-Pullis, die ja gerade im Anfangsbereich doch deutlich höher drehen. Dadurch eine bessere Beschleunigung bieten. Hier also wieder alles ein bisschen ruhiger. Für mich reicht die Beschleunigung trotzdem komplett aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Absolut in Ordnung. Klar, die Tech-Pullis, ich bin gestern mal eine Lambretta gefahren, die hatte, glaube ich, 22, 23 Gramm drin. Also diese 10% weniger. Ja, das ist dann doch schon spürbar besser in der Beschleunigung. Also wer Beschleunigung haben will, soll sich die ruhig einbauen, ist eine günstige Tuning-Variante. Aber für mich jetzt für die Tour brauche ich Laufruhe, brauche geringen Verbrauch. Und da werde ich heute mal sehen, ob der jetzt mit den Originalrollen niedriger ist als mit den Tech-Pullis. Ja, also die Stoßdämpfer habe ich ja ein bisschen umgestellt. Ich fahre jetzt mal hier so ein bisschen am Rand, wo es ein bisschen schlechter ist, die Straße. Ja, also da muss ich sagen, das ist jetzt deutlich besser vom ersten Empfinden her. Man denkt ja immer, wenn man die Federvorspannung erhöht, wird es härter. Das stimmt aber nicht. Im ersten Moment fühlt es sich vielleicht so an, aber die Qualität, je nachdem wie viel man wiegt, vom Einfedern ist dann doch oftmals besser. Also ich werde wahrscheinlich doch bei dieser Einstellung bleiben, vorne 3, hinten 4. Fühlt sich jetzt im ersten Moment für mich von der Federungsqualität besser an. Ja, traumhaftes Wetter, also wenn es so bleibt, dauert es nicht mehr lange und ich fahre los. Ich bin ja noch dabei, ein paar Sachen zu ändern an der Lambretta. Vorne muss noch ein Gepäcksystem ran, also 2, 3 Sachen werde ich noch mal optimieren, aber dann ist er an sich soweit, würde ich mal sagen, fertig. Die Erstinspektion muss natürlich noch gemacht werden. Ah, traumhaft schön hier, diese kleinen Seen überall. Also davon haben wir in Brandenburg wirklich richtig viele. So, jetzt habe ich schon ein Weilchen rum. Jetzt brauche ich Punkt A erstmal eine Pause. Und Punkt B würde ich jetzt ganz gerne mal tanken gehen. Meine Tankanzeige, also jetzt geht sie doch langsam schneller runter. Ist jetzt vielleicht noch ein Drittel voll. Dann können wir hier gleich mal ein Päuschen machen. Ja, also doch, man merkt es natürlich, ne? Also jetzt 2 Stunden auf dem Bock. Reicht. Jetzt brauche ich noch was zu trinken. So, bin ich ja gespannt. Schauen wir mal, was der Verbrauch jetzt sagt. So, jetzt muss ich natürlich die Tasche hier erstmal runterschnallen. Zack. Mann, 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 die Preise immer noch schrecklich. Also so, dann gehen wir mal rein zahlen und danach rechne ich mal den Verbrauch aus. So, getankt und ja, Verbrauch ist runtergegangen, bin jetzt bei 4,4 Liter. Das ist okay für Landstraße und so, könnte noch besser sein. Ich bin ja auch nicht so ein Raser, also bin jetzt nicht Autobahn gefahren. Also von daher, ja, so 4 Liter wäre natürlich top, aber 4,4 ist schon super. Ich war vorher bei 5 Litern
Haben die Rollen also tatsächlich jetzt was gebracht, wieder zurück auf die Originalen. Und wie gesagt, ich habe es auch gemerkt an der Drehzahl, die ist deutlich niedriger. Kommt man wenigstens 200 Kilometer weit mit einer Tankfüllung. Das ist dann schon nicht so schlecht. Geht natürlich immer noch mehr. Ich bin auch noch in der Einfahrphase, also das kann sich noch verbessern. So, dann werde ich mal langsam jetzt wieder gen Heimat fahren. Habe meinen Soll erfüllt für heute, alles durchgetestet. Also mit der Tasche hinten, das ist gut. Hätte ich nicht gedacht. Das bringt wirklich eine Entlastung hier hinten, diese Tasche mal auf den Sozisitz zu packen. Ja, also zusammenfassend muss ich sagen, Scheibe ist okay. Klar, ist ein Segel, hat man Windwiderstand. Kann natürlich auch sein, dass der Verbrauch jetzt auch noch ein bisschen höher ist, weil das Ding ist jetzt vollgepackt. Ich habe Gepäck drauf, Topcase ist voll, Tasche ist voll, Windschild ist dran. Also man kann sagen, fast reisefertig. Und dafür ist dann 4,4 Liter auch okay. Bin auch immer so um die 80 bis 100 gefahren, die ganze Strecke. Also hier auf diesen Landstraßen fährt sich die G350 wirklich gut. Liegt schön in den Kurven, ganz angenehm zu fahren. Ein richtig schöner Cruiser-Roller. Ja, ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Meine kleine Ausfahrt und die Tests der Umbauten, die ich gemacht habe. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig, genießt das schöne Wetter. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.